Hallo ihr Lieben, heute machen wir Waffeln. Außen etwas knusprig und innen schön fluffig. Und wie das geht, zeige ich euch gleich. Und dafür brauchen wir 3 Eier Größe M, 250 Gramm Mehl, eine Packung Vanillezucker, eine Prise Salz, 1 Teelöffel Backpulver, 1 Esslöffel Rapsöl, 230 Milliliter Milch und den Saft einer halben Zitrone, 100 Gramm Zucker und 20 Milliliter Sprudel, 120 Gramm weiche Butter. Zuerst gebe ich die Butter mit dem Zucker und den Vanillezucker in meine Schüssel und rühre es cremig. Für weitere leckere Rezepte von uns schaut gerne in unserer Playlist vorbei. Diese verlinken wir euch jetzt rechts oben und unten in der Videobeschreibung. Nun gebe ich die Eier nach und nach dazu und vermische es weiter. Die Zutaten und weitere Informationen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn du uns noch nicht abonniert hast, freuen wir uns über deine Unterstützung durch ein kostenloses Abonnement. Ab und an streiche ich die Masse vom Rand der Schüssel mit dem Teigschaber runter. Ich gebe das Salz hinzu. Und noch ein Tipp: Wenn die Eier, die Milch sowie die Butter zimmerwarm sind, verbindet sich alles besser miteinander. Jetzt gebe ich das Backpulver zu einem Teil vom Mehl hinzu und vermische es. Danach gebe ich die Mischung in die Masse und verrühre es weiter. Nun folgen im Wechsel Milch und Mehl und zwischendrin rühre ich immer weiter. Immer so weiter, bis Milch und Mehl aufgebraucht sind. Und noch ein Tipp: Damit nichts aus der Schüssel fliegt, kurz am Anfang auf niedriger Stufe und danach auf hoher Stufe. Optional: Um knusprige Waffeln zu erhalten, habe ich einen Teil der Milch durch Sprudel ersetzt. Wer also weiche Waffeln mag, lässt den Sprudel weg, und wer knusprige Waffeln will, ersetzt weitere 30 Milliliter der Milch mit Sprudel. Nun rühre ich den Zitronensaft ein. Gleich danach folgt der Sprudel. Den Teig lasse ich abgedeckt für 15 Minuten quellen. Mein Waffeleisen habe ich auf hohe Stufe eingestellt und warte jetzt, bis es sich erhitzt hat. Je nach Waffeleisen dauert dies genauso wie das Ausbacken der Waffeln unterschiedlich lange. Schaut hierfür bitte in eure Bedienungsanleitung. Die Innenflächen des Waffeleisen bepinsele ich mit etwas Öl und gebe dann 2 kleine Schöpfer mit dem Teig hinein. Am besten probiert ihr euch mit eurem Eisen und der Teigmenge aus. Meine Waffeln haben jeweils ca. 4 Minuten gebraucht, bis sie goldbraun geworden sind. Vielen Dank fürs Zuschauen, und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abonnement. Bis zum nächsten Video.